Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Heute etwas lockerer, denn wir fliegen zum zweiten Mal mit Singapore Airlines auf dem längsten Flug der Welt. Und zwar mit der A350-900 ULR, also Ultra Long Range. Wir haben das Ganze ja schon mal von Singapur nach New York, besser gesagt der Flughafen Newark, gemacht. Was das bedeutet, der längste Flug der Welt und noch ein paar Details. Oh, schon wieder so nass jetzt hier, meine Güte. Wenn das immer so schnell gehen muss, 3 Laptops raus, alles ganz schnell raus. Die Leute stehen schon hinter dir und warten und dann alles wieder einpacken und er hat die Drohne vergessen. Aber das ist immer so krass, aber zum Glück haben wir hatten Glück. Es war nämlich nichts los und die Lounge, die Business Class Lounge von Singapore Airlines, da können wir die Virgin Atlantic Clubhouse Lounge hier nutzen. Die ist gleich gegenüber von der Security. Das heißt, wir sind innerhalb von, lass mich lügen, hätte das jetzt mit meiner Drohne nicht lang gedauert, von 5 Minuten hier in der Lounge. Wow, looks amazing. Wow, die sieht ja richtig toll aus, diese Lounge hier von Virgin Atlantic. Richtig futuristisch, modern ausgestattet. Jetzt setzen wir uns erstmal um einen schönen Platz. Welchen nehmen wir? Es ist ja so, dass wir relativ früh starten. Der Flug ab Newark geht 10:25 Uhr los, also vormittags. Und der Staat New Jersey erlaubt es nicht, vor 9 Uhr Alkohol, also Champagner, zu verkaufen, zu servieren. Das heißt, wir müssen noch einen Moment warten, bis wir Champagner trinken können, aber es ist ja auch okay. Wir sind über 2 Stunden zu früh hier. Wir können noch ein bisschen arbeiten, wir können noch ein bisschen Kaffee trinken, frühstücken. Und dann freue ich mich auch auf den langen Flug. Da gibt es genügend zu trinken. Ich überlege gerade so ein bisschen 18 Stunden am Stück und es gibt ja nur Business- und Economy-Plätze. Wie viel muss denn da geladen sein an Essen und Getränken? Das ist schon eine ganze Menge. Gucken wir nachher mal nach. Hey, es gibt Egg Benedict hier in der Virgin Atlantic Clubhouse Lounge. Interessant ist hier, es gibt hier kein Buffet. Normalerweise findet man in den Lounges ja ganz große Buffets, auch mit Getränken. Nein, hier gibt es tatsächlich nur eine Menükarte für Getränke und Speisen und man bestellt hier. Oh, jetzt sind wir doch zu spät dran. Okay. Wrong way. Ja, falscher Weg. Jetzt schnell zum Fahrstuhl, denn es wurde schon aufgerufen, Last Call, aber eigentlich sollte erst Boarding in 10 Minuten stattfinden. Das machen sie ja öfter und gerne mal, hatten wir auch bei anderen Airlines schon. Hello.
Ja, und das ist die Premium Economy mit 94 Sitzen, denn eine Economy gibt es hier nicht. Im letzten Video habe ich euch schon erklärt, es gibt richtig tolle Sitze in der Premium Economy, nämlich diese Einzelsitze hinten in den letzten 3 Reihen. Kann man ganz privat, ganz alleine sitzen und man hat ein riesen Compartment da. Schaut euch das mal an, der Wahnsinn. Ja, das ist die Premium Economy hier von Singapore Airlines. Bin ich auch schon mal eine A350 geflogen, aber das war eine ganz normale 900er. Ja, ziemlich cool. Aber dann gehen wir mal zurück in die Business Class. Da sind es nämlich 67 Sitze in einer 1-2-1 Konfiguration. Und es sind riesen Sitzflächen, könnt ihr das sehen? Richtig breite Sitze sind es. Und in der Mitte kann man ganz gut zusammensitzen. Das machen wir nämlich diesmal reisen wir nicht am Fenster, nämlich zusammen die 18 Stunden nebeneinander in der Mitte. Wer alleine reist, kann natürlich immer ganz gerne die Plätze am Fenster nehmen. Die sind ziemlich cool. Also wie gesagt, es ist eine riesen breite Sitzfläche, die es hier gibt. Und in 2 Kabinenabschnitten. Es gibt einmal die Business Class und einmal die Premium Economy Class. Ja, ich richte mich ein und hier ist unglaublich viel Platz. Also ich liebe diesen Sitz. Jedes Flugzeug müsste so einen Sitz haben. So, machen wir es uns schon mal ein bisschen bequem hier auf diesem riesen Sitz. Und was gibt es hier so ein bisschen an unserem Platz? Ich habe schon ein bisschen geschaut. Also es gibt eine Packung mit Slipper, schon mal Socken. Es wird nämlich hier kein Amenity-Kit geben. Es wird maximal so ein kleines Päckchen fertig gemacht mit so Cremes drin und der Augenmaske. Aber so ein richtiges Amenity-Kit, wie ihr es so kennt, gibt es bei Singapore Airlines nicht, denn man kann nämlich in die Restrooms, in die Toiletten gehen und dort wird man alles, was man benötigt, ebenfalls finden. Hier in diesem kleinen Fach finden sich die Kopfhörer. Im Sous-Vide-Garer gemachtes Schwein, Tenderloin. Pork Tenderloin? Ja. Sous-Vide-Garer, das finde ich ja spannend. Haben Sie dann auch einen 800-Grad-Grill hier an Bord? Nein, Scherz beiseite. Und das tolle Kissen hier, das habe ich noch vergessen. Aber mehr ist erstmal nicht an Bord. An meinem Sitz meine ich natürlich. Wo hast du denn die Menükarte? Ja, ach da, auch die Menükarte ist ja, guckt euch das mal an, wie dick die ist. Also New York Cheesecake. Das wird schwierig, da eine Auswahl zu finden. Ich konnte ja leider nicht den Book the Cook machen, denn man kann bei Singapore Airlines, wenn man in der Business oder First Class fliegt, vorher sein Essen bestellen. Und da gibt es eine richtig tolle Auswahl, teilweise wie Hummer oder Burger, richtig tolle Steaks. Aber das geht leider nur, wenn man aus Singapur rausfliegt. Wir fliegen ja jetzt nach Singapur rein. Also müssen wir uns mit der Menükarte zufrieden geben. Aber ich meine, dass diese sowas von ausgiebig groß sein wird. Wir werden mit Sicherheit was finden. Übrigens, es ist das zweite Mal, dass wir den längsten Flug der Welt fliegen. Und zwar ist der tatsächlich mit 15.000 und ein paar zerquetschten Kilometern Luftlinie und 16.500 Kilometern der längste Flug der Welt von New York, besser gesagt dem Flughafen Newark. Ich habe es vorhin. So, da wurde ich kurz unterbrochen. Ja, 16.500 wirkliche Kilometer und letztes Mal sind wir etwa 16 Stunden geflogen. Jetzt werden wir 18,5 Stunden fliegen und das, wie Stefan schon sagte, mit der Airbus A350-900 ULR. Ich stelle mir aber die Frage, wenn ich von Singapur nach New York fliege, dann brauche ich 16 Stunden. Thank you. Schon wieder unterbrochen mit dem heißen Tuch. Ich stelle mir die Frage, wenn ich von Singapur nach New York fliege, warum nur 16 Stunden ungefähr? Und wenn ich von New York nach Singapur fliege, dann 18 plus Stunden, also 18 Stunden und mehr. Dominic, it's easier. It's easier. Okay, that's great. Can I get you a drink after takeoff? A glass of champagne? Yes, a glass of champagne and a glass of water, please. Sure. I'll pass you a bottle of water, is that okay? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Gott, ist die nett, oder? Ja, wir haben eine tolle Crew bis jetzt erwischt, finde ich cool. Sie sind unglaublich freundlich, aber das kennt man irgendwie auch von Singapore Airlines. Im Übrigen
wieder ein tolles Thema. Singapore Airlines ist eine 5-Star-Airline von Skytrax. Und da würde ich mal fast sagen, würde ich unterschreiben, haben sie wirklich verdient. Wir kennen sie und ich denke, sie werden auf diesem Flug wieder die Maßstäbe setzen, die neuen Maßstäbe zumindest. Thank you. Still waiting for one more because some platforms, especially 10 hours into the flight. And hence, in the interest of your safety, please have your system. In the meantime, do stay back and relax. And thank you for flying to Singapore Airlines. Es gibt dreimal einen Service, der hier stattfinden wird, aber eigentlich kann man hier bestellen, wann und wie viel man möchte. Aber angegeben ist es hier in der Menükarte, dass der erste Service gleich nach dem Start stattfinden wird. Dann zwischen der 8. und der 16. Flugstunde gibt es einen zweiten. Und am Schluss gibt es nochmal ein Refreshment, also einen abschließenden Service. Die Weinauswahl ist jetzt nicht so groß aus, aber ich glaube, sie werden genügend geladen haben. Es gibt einen Champagner, Charles Heidsieck, und nur 2 Weißweine. Dafür aber 4 Rotweine und einen Portwein. Ziemlich cool finde ich, dass ich das System hier einstellen kann, wie ich möchte. Das heißt, ich habe es jetzt auf deutsche Sprache beispielsweise gestellt und auch vordefiniert, dass ich am liebsten die Filmsprache auf Deutsch haben möchte. Das haben wir in einem FAQ-Video schon mal gesagt. Hey, ihr fliegt so oft und warum schaut ihr nicht die Filme in Englisch an und warum ist es für euch so wichtig, das mit deutscher Tonspur? Das liegt daran, dass wir das sagen, weil von vielen Zuschauern einfach die Frage kam, hey, ihr seid diesen Flug geflogen oder ihr seid mit der Airline geflogen, gab es denn auch Filme auf Deutsch? Und wenn ich die Kommentare beantworte, dann kann ich es doch gleich im Video sagen. Und das ist der Grund, warum wir immer sagen, ob es die Filme mit deutscher Tonspur gibt oder nicht. Denn es liegt nicht daran, ob wir sie auf Deutsch oder Englisch schauen. Welcome aboard Singapore Airlines. As the safety equipment on this aircraft take off and landing. To fasten, bring the 2 ends of the seat belt together. Should be lifted from the bassinet and secured with an Jetzt wisst ihr, warum wir immer gerne am Fenster sitzen. Wir sitzen jetzt in der Mitte nebeneinander, das finde ich auch völlig in Ordnung, finde ich toll. Aber wir können jetzt leider keine Aufnahmen von dem Start und auch nicht von der Landung machen, weil alle Fensterplätze hier besetzt sind. Also der Flug ist generell ziemlich voll. Ich glaube, es ist 90% ausgebucht, aber alle Fensterplätze sind belegt. Aber wir waren gestern hier schon am Flughafen und haben für euch eine Aufnahme der A350 von gestern gemacht. Die macht jetzt quasi für uns die Startszene. For cabin crew, the oxygen please. Oh ja, es gibt ein Schälchen mit warmen, gemischten Nüssen und dann ein Champagner, Charles Heidsieck. Erst nach dem Start, das sind immer die verschiedenen Stimmungen des Abflugsortes. Ich sage erstmal Cheers. Auf einen tollen, langen, entspannten Flug. Und währenddessen habe ich versucht, mit dem Wi-Fi zu verbinden, denn für Business und First Class Kunden bei Singapore Airlines hat man Complimentary Wi-Fi, also kostenloses
Internet den ganzen Flug. Ich muss meinen Namen nur eingeben und meinen Sitz. 22D. Wer von euch hat in Deutschland, Moment, 28 Mbit? Da kann ich sogar mein nächstes Video hochladen. Nee, Upload ist nur 3,69. Das geht aber auch. Ja. So, das ist eine Toilette von den vielen, die es hier in der Business Class gibt. Was ich sagte, es gibt einen Schubladen. Links. Rasierer, Zahnbürste, ein paar Cremes. Was halt normalerweise in einem Amenity-Kit drin ist, bekommt ihr hier direkt in der Toilette. Dann eine Mundspülung gibt es, Tücher, also Stofftücher sogar, Becher, nochmal Seife. Also man hat alles, was man so benötigt. Platzmäßig finde ich die Toiletten auch relativ gut. Ich kann mich hier einigermaßen drehen und ich komme nirgendwo an. Also da habe ich genügend Platz hier, um mich auch umzuziehen später. Leider gibt es bei Singapore Airlines keine Pyjamas mehr. Das heißt, man muss selber dafür sorgen, dass man entspannte Kleidung, also bequeme Kleidung mitbringt oder halt einen alten Pyjama von anderen Flügen. Her present feeling, what is a good time, and so the Thai style front is Thai style front. Yeah, we always do this. We always do it. Like to have. So 4 choices today: pork tenderloin, Chinese chicken noodle soup, hot crusted beef fillet, Thai style pork with basil and chicken. Oh, I go for the tenderloin. Tenderloin, sure. Das ist Schwein, das ist Rind. Ja, ich wollte mal das Schwein mal probieren. Sonst esse ich ja immer Rindfleisch. Im Übrigen, der Monitor vor mir ist kein berührungsempfindlicher Monitor. Ich kann ihn ausschließlich mit dem Controller bedienen. Das Entertainment-System habe ich mir jetzt hier gerade schon angemacht. Ist umfangreich, aber auch nicht mega umfangreich. Man muss nach deutschsprachigen Filmen schon suchen. Die neuesten Filme sind schon mit deutscher Tonspur. Ich könnte natürlich auch mit Videos mit englischer Tonspur anschauen, aber ihr fragt ja regelmäßig, ob es denn wirklich genügend gibt zur Auswahl. Und in der Regel gibt es das auch. Wenn ich nicht die neuesten Hollywood-Filme anschauen möchte, gibt es dann unten auch noch ältere Filme. Es gibt sogar Alien, also teilweise Filme, die über 30 Jahre alt sind. Das finde ich ganz cool. Wir fliegen nämlich heute über den Nordpol. Es gibt auch 2 andere Strecken, die möglich sind. Entweder über Europa, dass man halt über den Atlantik teilweise über Europa dann nach Singapur fliegt, oder die andere Richtung über China, Asien und dann runter nach Singapur. Wenn ich also mich entschlossen habe, ich möchte nicht nur Filme gucken, ich möchte vielleicht auch arbeiten, habe ich hier für meinen Laptop zum Beispiel eine Steckdose direkt rechts hinter mir und 2 USB-Anschlüsse. Einer davon ist der ganz normale, der andere ist nur zum Laden da. HDMI gibt es ebenfalls und für den iPod einen Anschluss. Finde ich ganz gut, dass es direkt da ist. Für meinen Laptop, also das Ladekabel, ist der Weg ja nicht weit. Der Tisch ist hier versteckt. Kann ich relativ vielseitig einsetzen. Könnt ihr das sehen? Finde ich cool. Also ich kann auch mit ausgefahrenem Tisch meinen Sitzplatz verlassen. Abgesehen davon, der ist ja so riesig, ich brauche bloß nach links rutschen. Dann bin ich schon draußen. Ich kann ihn aber auch noch einstellen, wie ich möchte. Ich kann ihn auch noch hochziehen sogar. Also wenn ich etwas höher sitzen möchte. Irgendwie ist es perfekt. Es ist wie so ein Schreibtisch zu Hause. Ich kann jetzt hier 1A arbeiten und schneiden. Das werde ich auch nachher tun. Denn 18 Stunden werde ich mit Sicherheit nicht nur essen und Filme gucken. Zwischendurch ein bisschen schlafen natürlich. Mal sehen, was Dominik noch so macht. Ja, thank you. Would you like to have another glass of champagne? Yes, please. I offer you a bread. Oh yes. One of this and one of this, please. Thank you.
So, das Essen ist gekommen, aber ich habe euch noch gar nicht erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt hier in diesem Flugzeug hier sitzen. Viel Geld haben wir dafür nicht bezahlt, eigentlich fast gar nichts, denn wir haben diesen Flug mit unseren Miles & More Meilen bezahlt. 62.000 Meilen sind für den Flug von Newark über Singapur, wir fliegen nämlich weiter nach Jakarta, nötig gewesen, weil bei Miles & More wird es nach Regionen aufgeteilt. Die gleiche Anzahl an Meilen wäre nötig gewesen, wenn wir nur nach Singapur hätten gebucht. Wir wollten aber weiterfliegen nach Jakarta und deshalb haben wir trotzdem halt nur die 20.000 Meilen bezahlen müssen, plus 27 Singapur-Dollar. Eigentlich ist das nix. Das ist mega günstig. Dominik hat mich gerade gefragt, wie bekommt man diese Meilen? Das wird wahrscheinlich auch eure Frage sein. Eigentlich ist es relativ einfach. Wenn ihr euch zum Beispiel die Miles & More Kreditkarte beantragt, bekommt ihr oft mindestens zweimal im Jahr einen Willkommensbonus von 20.000 Meilen gleich. Dann habt ihr also schon die 20.000. Plus, zum Beispiel, ihr wisst ja, ihr könnt mit Payback-Punkten auch Miles & More Meilen sammeln. Ihr könnt eure Payback-Punkte 1:1 zu Lufthansa Miles & More umwandeln. Wenn ihr zum Beispiel einkaufen geht und dann eure Payback-Karte nutzt, habt ihr damit für jeden ausgegebenen Euro eine halbe Meile, für jeden zweiten Euro eine Meile. Und wenn ihr dann auch noch eine Zeitschrift zum Beispiel wollt, das machen wir nämlich regelmäßig, bis zu 3 Zeitschriften im Jahr kann man werben, also man kauft sie, bestellt sie bei dem Leserservice, quasi wirbt jemanden, also Dominik könnte ich jetzt werben, er liest dann die Zeitschrift, hört zu, ich bekomme dafür dann aber 10.000 Payback-Punkte, die kann ich umwandeln in Miles & More und so können wir uns quasi die Meilen hin und her schieben. Könnt ihr zum Beispiel auch tun und für die hört zu bekommt man ungefähr 10.000 Payback-Punkte, für eine andere Zeitschrift nochmal 9.000 Punkte. Ihr könnt also quasi aus einem großen Portfolio aussuchen. Das findet ihr alles auf unserer Webseite, globaltraveler.tv. Wir haben Travel Hacks dazu, schon mehrere Videos online gebracht. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, solltet ihr Fragen haben. So ist es zumindest ziemlich einfach möglich, diese 62.000 Meilen zusammenzubekommen. Das ist der Appetizer übrigens. Es ist Lachs mit Lachs-Kaviar oder Lachseiern und Gurken. Dazu gibt es verschiedene Brotsorten, habt ihr ja vorhin gesehen. Das sind übrigens Singapore Airlines Kopfhörer, Over-Ear und Noise Cancelling. Und das Coole ist, ich habe 2 verschiedene Möglichkeiten, den anzuschließen. Einmal hier links, falls ich liege nachher, und einmal hier oben rechts, wenn ich Fernsehen gucke und ich esse. Das ist einfacher. Ich habe mich für das Schweinefleisch entschieden, im Sous-Vide-Garer gemacht. Kennt ihr den Sous-Vide-Garer? Das ist so eine Art Wasserbad. Es wird das Fleisch entweder meistens so eine Folie eingeschweißt, dann wird es für mehrere Stunden oder wie lange man es auch mag, in einem warmen Bad vorgereift. Haben wir auch schon mal gemacht zu Hause. Haben wir so ein Gerät. Das ist eine ganz coole Sache. Ich wusste ja, ich kenne Singapore Airlines ja vom letzten Mal in der A350. Aber auch aus den USA ist die Qualität der Speisen unglaublich gut. Also ich kann auch gar nicht sagen, wen ich jetzt besser finde. Qatar Airways in der Business Class und den Catering oder Singapore Airlines. Ich glaube, die beiden nehmen sich beide nichts. Die sind unglaublich gut, frisch und allein diese Bohnen hier schon. Also mega lecker. Das ist besser als so manches Steak. Rindersteak. Sorry, would you like to have a dessert? Cheesecake or the strawberry ice cream? The ice cream, please. Ice cream. Would you like some selection of cheese? Yes, yes, All we can. selection? Yes, please. How about San Francisco? Thank you. Lecker, lecker. Zum Abschluss gibt es Dessert. Es gibt einmal das Erdbeereis, Ben & Jerry's oder ganz viel Früchte. Den Cheesecake, den Dominik da gerade hat. Habt ihr
ja gesehen, das geht relativ fix, auch wenn ich das für den ersten Moment ziemlich kompliziert ansehe, das Bett machen. Es muss einmal die Rückenlehne einfach umgeklappt werden, dann kommt ein Polster drauf und dann kommt nochmal eine extra Decke, die ist hinter der Rückenlehne versteckt und nochmal extra Kissen, das ist aber mega bequem. Man liegt aber immer so ein bisschen schräg in dem Sitz, aber es ist trotzdem mehr als bequem. Und wenn ich nachher dann doch die Idee habe, ich möchte ein bisschen arbeiten, dann klappe ich es mal wieder zurück und arbeite am Tisch. Wie schnell die Zeit vergeht, jetzt sind es nur noch 2 Stunden. Ich habe bestimmt fast 8 Stunden jetzt geschlafen, das ist mega bequem hier. Also ich konnte richtig gut schlafen, habe dafür aber auch den zweiten Service verpasst. Naja, beziehungsweise beide haben ihn sogar verpasst. Dafür kann man jetzt den zweiten Service nachbestellen, kann ihn entsprechend nachholen bis 2 Stunden vor Landung. Angekommen in Singapur, irgendwie 17,5 Stunden, sind recht schnell vorbeigegangen. Wir haben ja über mindestens 8 Stunden geschlafen, mindestens. Also, naja, aber ganz nett, fand ich. Also der Service war 1A, kann ich euch sagen, also wirklich 5 Sterne like. Oder was sagst du? Auf jeden Fall. Und wenn du es genau wissen willst, 5 Stunden 50 habe ich geschlafen. Also weniger als ich. Wen das mal interessiert. Nee, der Service war also diesmal nochmal eine Spur mehr, würde ich sagen, als beim letzten längsten Flug der Welt. Und ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, Singapore Airlines hat jetzt gerade mal Qatar Airways vom Thron unserer Lieblings-Airlines geschlagen. Aber wir haben ja noch unsere Singapore Airlines Challenge vor uns. Schauen wir mal, wie das Resultat danach aussieht. Wir fliegen nämlich jetzt weiter mit Singapore Airlines in der 777. Mal schauen, was uns da erwartet. Das ist aber nicht so wichtig. Wir fliegen ja noch ein paar Wochen mit dem Dreamliner Dash 10. Das ist noch viel wichtiger. Genau. Und in der First Class nochmal. Also da kommen nochmal ein paar Videos für Singapore Airlines. Aber in der Regel werden die mit Sicherheit positiv verlaufen. Also werden wir uns schon darauf freuen können. Ja, jetzt kommen wir erstmal an. Achso, ich wollte noch ein Wörtchen zu dem Sitz sagen. Der ist, auch wenn er auf den ersten Blick ein bisschen unbequem aussieht, weil man so ein bisschen schräg liegen muss, er ist so riesig und so bequem, man kann so gut darauf schlafen und es ist einfach nur toll. Also ich kann nur sagen, was denn? Knoblauch. Ich habe Knoblauchgeschmack im Mund, das glaubt ihr nicht. Purer Knoblauch auf diesem Steak und es war innen roh. Genau. Aber erzähl über den Sitz weiter. Nee, ich bin ja schon eigentlich fertig. Also er ist sehr innovativ, auch dieser Tisch, den man hier einfach mit durch das Drücken rausholen kann und dann kann man ihn so verschieben, wie man möchte. Sogar im Liegen kann ich den Tisch benutzen und esse. Das habe ich nämlich auch getan, während als ich schon gelegen habe, habe ich noch eine Kleinigkeit bestellt. Man kann ja immer bestellen, wann man möchte, was man möchte, wie viel man möchte. Ja, die Toiletten waren auch immer mega sauber, da hat man sich immer drum gekümmert. Mehr kann ich einfach nicht sagen. Also perfekt, 5 Sterne verdient, sage ich mal. Bei uns die beste Airline des Jahres. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Im Sous-Vide-Garer gegartes. Dann lass es sonst nochmal. Habt das gesehen? Ich habe den hübschen jungen Mann nochmal von vorne.